Und damit ein herzliches Willkommen hier zu The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ja, bei einer ganz anderen Sache hier. Weniger Horror, jetzt mal hier ein bisschen mehr Humor und so. Ist ja auf meinem Kanal überhaupt nicht vertreten, also da ist ja immer nur purer Ernst, da gibt's kein Lachen, keine Witze, nichts. Und dieses Spiel kam ja ursprünglich 2013 raus, das habe ich auch ganz früher mal gespielt. Also so ein bisschen, ne, weil war halt, glaube ich, damals kostenlos. Als es noch sehr simpel war, da war es, glaube ich, kostenlos. Deswegen kostenlose Sachen hat man ja früher, wo man noch kein Geld hatte und so, hat man sich ja alles kostenlose gestaubt, was man so hat und finden konnte. Und unter anderem auch dieses. Das ist ein schwer zu beschreibendes Spiel. Es besitzt sehr viel Humor und geht im Grunde darum, dass wir halt Stanley sind, also die Ultra Deluxe Version ist, by the way, die neu aufgesetzte Version, wie man sich denken kann, neuere Grafik und mehr Inhalt. Und es geht darum, dass wir halt, wie gesagt, Stanley sind, der im Büro arbeitet und plötzlich sind alle seine Mitarbeiter verschwunden. Und unsere Aufgabe ist es halt jetzt, die kurz gesagt wiederzufinden und eine nette Stimme, die auch früher schon sehr bekannt war anscheinend, die begleitet uns das Spiel. Und die erzählt sozusagen unsere Geschichte. Und das, was dieses Spiel ungefähr so auszeichnet, ist der Punkt, dass wir entweder der Geschichte folgen können oder halt nicht. Also, wenn zum Beispiel der Erzähler halt sagt, Stanley entschied sich durch die rechte Tür zu gehen und wir gehen durch die linke, dann schreibt der Erzähler das auch so um, als würde das wirklich so passieren. Ne, von wegen, so als Beispiel, Stanley entschied sich durch die rechte Tür zu gehen, aber nach kurzer Überlegung ging er dann doch durch die linke. Das würde es dann gesagt werden, wenn wir halt dann einfach durch die linke gehen. Und ich denke mal, wir werden hier 2, 3 Durchläufe machen, mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ein Durchlauf geht. Aber ich plane jetzt erstmal so ein, dass wir einmal einfach der Geschichte folgen, einmal der Geschichte uns komplett widersetzen, so gut es geht, und dann vielleicht halt, wenn es noch irgendwie so einen Nebenweg gibt, dass wir den uns dann noch angucken. Das ist dann so mein Plan, was wir hier in dem Spiel machen. Gucken einfach mal. Ich habe mir das heute, wie gesagt, gekauft. Kriegt dafür 20 Euro auf Steam. Und die ursprüngliche Version gibt's auch noch auf Steam. Das ist relativ selten. Normalerweise ist es immer so, wenn eine neue Version kommt, dann wird die alte einfach entfernt. In dem Fall habt ihr da Glück, die gibt's auch noch, falls ihr euch die mal angucken wollt. Ich wüsste jetzt nicht warum. Wer ältere Grafik mag oder so, keine Ahnung. Ich mag was trinken. Ich habe es natürlich wieder nicht geschafft, das vor der Folge zu machen, weil ich professionell sein wollte, ne, wie immer. Ein bisschen im Video schlürfen. Einstellungen habe ich schon gemacht. Und, warte mal, ganz wichtig. Sind die Untertitel an? Gibt's Untertitel? Ja, sind an. Perfekt. Deutsch ist auch eingestellt, sollte eigentlich alles passen. Ne? Video haben wir jetzt... Ja. Aus irgendwelchen Gründen muss ich in neuerdings immer Vollbildmodus anschalten. Ich habe keine Ahnung, er macht immer hier einen auf randlosen Fenstermodus oder wie das heißt. Na gut. Mal gucken. Ohne Facecam natürlich, weil ich denke, das passt in dem Spiel jetzt eher weniger, weil hier sind keine wirklichen Schocker bei, denke ich zumindest. Spiele überraschen mich ja gerne. Deswegen wollen wir uns mal auch da nicht so sicher sein. Wir gehen mal auf Spielbeginn. War eben übrigens schon eine sehr nette Einleitung. Ich habe nämlich das Spiel zweimal gestartet und du musst am Anfang die Uhrzeit auswählen. Und da hat er mich voll gemeckert. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Ich erzähle gleich weiter. Das ist übrigens die Stimme. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office.
Da sind wir. Ja, und da wollte ich gerade noch kurz erzählen, bevor wir jetzt hier anfangen. Musst du am Anfang, wenn du das Spiel startest, nämlich die Uhrzeit auswählen. Und ich hatte einmal direkt um 12 Uhr einmal gestartet. Ja, ab 12 Uhr ausgewählt. Und danach, paar Minuten später, weil ich alles eingestellt habe, auch Aufnahmeprogramm aufgemacht habe, habe ich das Spiel nochmal beendet, weil ich den FPS-Limit da noch angemacht habe, damit mein PC nicht so laut wird, weißt du, weil sonst pumpt er hier unnötig Leistung ins Spiel, die er gar nicht braucht, um hier über 100 FPS zu kriegen, unnötig, damit der ein bisschen leiser ist. Habe ich das eingestellt und musste das Spiel nochmal neu starten. Das war dann ungefähr um 12:16 Uhr. Also um 0:16 Uhr so. Und dann hat das Spiel mich gefragt, warum ich zweimal die gleiche Uhrzeit ausgewählt habe. Ob ich das Spiel etwa anlüge und ob ich denn denke, dass die hier ernsthaft Zeit hatten, unnötige Futures einzubauen. Fand ich schon mal sehr lustig, hat mich schon mal ein bisschen zum Lächeln gebracht. Coole Sache, dass sowas im Hauptmenü ist. Kann ich hier Türen öffnen? Nee, kann ich nicht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Tja. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ist übrigens mit der Source Engine gemacht. Aber bei dem Spiel weiß ich nicht. Es könnte jetzt auch Unreal Engine sein, weil... how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Das Spiel reagiert so darauf, wenn ich jetzt hier den ganzen Raum nochmal absuche. Ich bin jetzt gerade in die Ecke gegangen und das Spiel haut mir sowas raus. Weil er natürlich will, dass ich zum Meetingraum gehe. Wir werden jetzt auch, wie gesagt, beim ersten Durchlauf allen Anweisungen Folge leisten und im zweiten Durchlauf uns dann einfach mal wie ein Rebell widersetzen. Ja, keine Sorge, ihr werdet... Also jeder von euch, ne, sowohl die Rebellen als auch die guten Menschen werden hier ihren Anteil bekommen. Ja, wir müssen natürlich, ja, das war mir klar, dass wir außen rum müssen. Ach Gott, was ist denn da passiert? Ja, also der alte Teil ist was? I hate Mondays. Schön, ja, das kann ich verstehen. Nee, der alte Teil war auf jeden Fall mit der Source Engine 1. Da sieht man es auch noch. Hier könnte es jetzt, wie gesagt, auch die Source Engine, die Unreal Engine sein. Oder die Unity Engine, möglicherweise auch. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Er ging durch die linke Tür. Machen wir jetzt, wie gesagt, auch. Ihr könntet jetzt auch nicht mehr zurück. Einmal entschieden und ihr seid gefangen. Kommt aber alles in eine Playlist, ne? Wird ganz normal folgenmäßig gemacht. Aber ich werde versuchen, das zu kennzeichnen, wenn wir dann halt, also wenn ihr dann an der Folge angekommen seid, wo es von vorne losgehen würde. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Whiteboard Manager, schön. IT, okay. Alter, da würde ich ja gar nicht durchsehen, Mann. Was ist das? Group? Ja, Gruppe. Okay. Das sieht ein bisschen chaotisch aus hier, würde ich mal jetzt beurteilen. Was habe ich getan? Keine Ahnung. Springen können wir nicht, wir können uns nur ducken. Ja, jeder ist einzigartig. Achso, das Ding schaltet, weil das war das Geräusch. Ja, guck mal doch mal hier, was zeigt uns denn da so Schönes an? Cool, dass man auch hier irgendwie so gut wie alles lesen kann. Das finde ich auch interessant. Das ist natürlich jetzt halt alles auf Englisch, aber man kann ja trotzdem mal rüber gucken. Profit, Profit, Profit. Ja, das ist sehr wichtig. Profit muss hier rüberkommen, ne? A lot of Prozent. Schön. Ja, man kann wirklich alles lesen. Das finde ich ziemlich cool. Wer sich das genau durchlesen will, warum auch immer, könnt ihr gerne machen. Ich fliege halt einfach nur mal rüber. Was für... Ah, okay. Wünsche für die Zukunft. Erfolgreich sein, Natur, ein Boot. Ach, nicht gefeuert werden. Leiste unglaublich geile Arbeit. Jederzeit, jeden Tag. Das ist unser Ziel. Deswegen sind wir auch so motiviert, dass wir direkt zum Chef gehen und nicht einfach nach Hause. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Hinauf. office. Wir könnten jetzt auch nach unten. Boah, Alter. Wo sind wir denn? Im Himmel? Also. Oh. Luxuriös, Alter. Mensch. Das Büro kenne ich sogar noch von früher. Mensch, da kommen gerade ein paar Erinnerungsschnipsel hoch. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this.
What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Holy shit. He stepped into the newly opened passageway. Alles klar. Das ist ja doch ein Horrorspiel. Ich mach mal kurz die Facecam an, wa? Da klicke ich mal lieber nicht drauf, ne? Soll ich darauf klicken? Ich soll darauf klicken. Oh, nicht. War alles easy. Doch kein Horrorspiel. Entwarnung. Entwarnung. Loading. Den Bildschirm habe ich ja vermisst. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Könnte man mit dem wieder hochfahren? Warte mal. Ja, könnte man. Knopf leuchtet auf jeden Fall noch. Auch wenn die Funken gerade eher weniger beruhigend waren, aber... Gedankenkontrollanlage. Escape. Das sind dann halt so Sachen, die machen wir dann halt in einen der nächsten Durchgänge. Könnte wahrscheinlich auch eine ewig große Playlist sein, weil einfach hier irgendwie gefühlt 8 Millionen Enden sind in dem Game. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ein Durchlauf läuft. Oder ob der Originaldurchgang jetzt hier eigentlich der kürzeste ist. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Sollte ich das anklicken? The lights rose on an enormous room packed with television screens. Was ist denn jetzt los? What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Das ist ja voll hier Star Wars gerade. Das ist die Todessternkanone, weißt du? Pass auf, jetzt werden wir gleich weggebombt. Hier ist ein Überwachungsdingsbums. Auch das Einzige, was ich anklicken kann. Dann mache ich das mal. Now the monitors jumped to life. Their true Alter. nature revealed. Einer davon ist der Code. Oh, was? Die können unsere Gedanken kontrollieren. Ist ja heftig. Boah. Die kontrollieren einfach unsere Gedanken. Das ist ja frech. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Was wie Gefängnisnummern einfach. Had he been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Tja, anscheinend. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. Gefeuert. His own life in someone else's control. Never. Das sind wahrscheinlich wir. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind? Erstmal Respekt an den Sprecher, ne, der hier einfach ein komplettes Spiel einsprechen musste, Alter. Der hat doch danach wahrscheinlich seine Stimme verloren. The heart of the operation. Das Herz des Betriebs. Labeled with emotions. Happy. Or sad, mein or Gott, content, okay, irgendwas ist hier faul. Eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert ich glaube, dass dieses Spiel auch irgendwie so ein bisschen so einen Hintergrund haben soll. Would dismantle the controls once and for all. Das Spiel hat, glaube ich, auch so einen gewissen Hintergrund. 1, 2. Ja, einen gewissen Hintergrund, so ein, glaube ich, so ein, was es eigentlich alles darstellen soll, so, weißt du, so dieses Leben. Awaiting Input, ja, den Input gebe ich dir jetzt, pass auf. Den kriegst du jetzt aber sowas von ins Gesicht. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place
and to everything it stood for. On oder off? On, wa? Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Oh. After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself? Nein. Is that what you Nein, want? nicht. Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. Aus. You were Exit. supposed to let it go. Turn the controls Ja, off. mach ich. Ich will erstmal artig sein. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this Ich werde mich personal. später noch anstrengen. Pass auf. Stanley suddenly realized he had just initiated the bitte was? network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stan? Bitte was? It's your time to shine. You are the star. Bitte? It's your story now. Shape it Bitte, to your heart's desires. Was? This is much better than what I had in mind. Nein, ist nicht What gut. a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the Nicht bomb witzig. goes off. Macht man nicht. But what Nee. precious moments each one of them is. More time to Arschloch. talk about you, about me, where we're going, what all this means. Hallo? I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Und so, Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, Sag mir, wie was machen pushing muss. buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though. Hilfe. This version Ich of bin events tot. has been rather amusing. Was muss ich Watching you tun? try to make sense of everything and take back the Wait, control hab ich ja- wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will Ich glaube, das ist schon das be erste even Ende, better. kann das sein? My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're Ja. going or what you're supposed to be doing Ich right bin now? hilflos. Or did you just assume when you saw that timer that something in this Ja, room was ey, das capable Spiel, of turning Mann. it off? Hat einfach recht. Look at you. Running from button to button. Ich werde screen to beobachtet. screen, Komm, verarsch mich nicht. clicking Hier on verstehen Sie every Spaß, little ne? thing in this room. These numbered buttons. No, these colored buttons. Alter, Or maybe das this Spiel hat big studiert red button. die Spiele Or einfach. this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Ja, das Spiel hat aber wirklich alle Spieler studiert. Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. Ach so. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. Arsch, Alter. Du kleiner. Humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. Ja, That's sehe ich. 30 seconds you have left to struggle. Nee, 25, um genau zu sein. 30 seconds until a big boom and then nothing. Jetzt sind No es 20. end here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Kannst du bitte den Timer einfach anhalten und mich lassen? Bitte, danke. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the Aufhören, joke. aufhören. And Mach das believe aus. me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in. Hör auf, until the mach das moment aus. I say, Hallo? Ach so. all of his co-workers were gone. Ach so. What could it Es mean? geht dann wirklich einfach von vorne Stanley los. Wie decided schön. to go to the meeting room. Perhaps he had Ja, moin. simply missed a memo.
Dieses Arschkind, ich hab halt wirklich gedacht, er macht irgendwie noch einen Troll, weißt du? Ja, dreh mal hier durch. Diesmal klicken wir auf Off. Ich dachte, er sagt mir das wenigstens nochmal auf, was ich klicken soll. Ich wusste ja nicht, dass es noch an sich an ist. Klicken halt auf Off. Ja, ich renne hier jetzt natürlich durch, ne? Jetzt überspringt er den Text, den ich dann nicht mehr brauche. Den Code weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich hoffe, das ist der gleiche. Aber wir werden gleich sehen. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any ein Ende haben wir schon mal. Ja, schön, wenn man so eine Übersicht kriegt, wie viele Enden man da schon hat. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. So, also 2845 ist immer der gleiche Code. Ich glaube, ich schreibe mir den mal auf, damit ich das in Zukunft auch überspringen kann, weil wir müssen das halt immer wieder machen bis zu dem Punkt. Deswegen machen wir das mal gleich hier uns mal so zwischen aufschreiben. Wartet mal kurz. 2845. Mann, du sollst nicht irgendein Ding öffnen, du sollst einen neuen Memo machen, das ist doch nicht so schwer. Mach doch mal. So, 2845. Okay. Dann habe ich das nämlich für die zukünftigen Wege, müssen wir da nicht immer warten, bis er da fertig gequatscht hat. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. So. Kann nämlich auch nicht rennen, ne? An enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Ja, da ist noch ein Gefeuerter. Ich wette, mit einem von dem Gefeuerten sind wir. Easy. Das ist doch schon voraussehbar. One of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. Da sind wir. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery... Ja. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Was ist das? Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone?
Okay, das ist wirklich dann das Ende einfach so. Das war früher auch so, genau, ich kann mich daran erinnern. Wenn du das Spiel so gespielt hast, wie der Typ das wollte, dann war das innerhalb von ein paar Minuten durch. Und wenn du aber einen anderen Weg wählst, dann geht das Spiel ewig sozusagen und dann kommen ewig neue Wege und so. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann haben wir jetzt also einmal das erste schlechte Ende und das artige Ende. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Oh, ist das schön Whatever hier. life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ah, wunderschön. Hier kommen die Tränen. Halte deine erste Errungenschaft. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, dass ich meine erste Errungenschaft bekommen habe. I love it. Ey, die Uhr geht. Geht die Uhr wirklich? Wait a minute. Jetzt will ich wissen, ob der Zeiger weitergeht, wenn ich hier warte. Warum ist die Uhr nicht 12? Ich habe eigentlich ausgewählt, dass es 12 Uhr ist. Die müsste mindestens hinter 12 sein. Die aber gar nicht. Nee, die Zeit nehme ich mir jetzt, die paar Sekunden nehme ich mir jetzt einfach. Das ist mir jetzt sowas von egal. Da kenne ich nichts. Ja, komm. Und... einmal jubeln, wenn es geht. Er ist weitergegangen, ne? Krass. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt wollte ich gerade hier mein Bye-Bye-Signal hier machen mit Webcam sonst immer, aber da habe ich ja gar nicht an. Soweit bin ich schon. Weißt du was? Wir werden uns einfach schon mal dahin stellen. Ne? Wenigstens überspringt er die ganzen Sachen, die er erzählt. Das ist schon mal schön. New Content? Die Tür war eben noch nicht da? Okay, machen wir noch nicht. Wir machen erstmal die Enden, die wir haben. Hier sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lass mal schon mal reden. Und dann gehen wir nicht durch die linke, sondern durch die rechte. Und danach werden wir dann, je nachdem wie das hier endet, ich weiß ja nicht, ob dann in diesem Ding dann nochmal eine andere Möglichkeit kommt, werden wir ansonsten dann die Treppe mal runtergehen. Und danach dann mal durch die Escape Tour gehen, dann den New Content angucken. Wir werden hier versuchen, alles uns anzugucken, zumindest alles, auf was ich so stoße, offensichtlich. Mal gucken, wie viel das sein wird. Also, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann mal das erste Rebellen Ende uns angucken, wo wir einfach mal uns wieder setzen. Bis dann rein und bye bye.